In dieser Folge reisen wir von Russland in die Mongolei. Auf dem Weg zum Kloster Amars-Baiskaland erleben wir unser erstes richtige Offroad-Abenteuer. Pure Freiheit. In der Hauptstadt Ulaanbaatar erleben wir das mongolische Stadtleben. Und auch dieses Mal ist meine Schwester wieder mit dabei. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Immer wenn wir von unserer Reiseroute erzählen und dann zur Sprache kommt, dass wir auch durch die Mongolei reisen, heißt es, oh, das Land, das möchte ich auch mal bereisen. Wieso ist die Sehnsucht so groß für dieses Land? Was hat dieses Land, was anders ist? Oder was andere Länder vielleicht nicht mehr haben? Die Mongolei ist 38 Mal größer als die Schweiz und hat gerade mal 3 Millionen Einwohner. Dafür besitzen die Mongolen 50 Millionen Nutztiere. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass unsere erste Begegnung in der Mongolei mit Tieren ist. Unser erstes größeres Ziel ist das Kloster Amar-Baiskaland. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom und wir haben uns für einen entschieden. Auf diesem Weg müssen wir keine Strecke doppelt fahren. Dafür ist ein Teil dieses Weges auf der Karte sehr dünn gestrichelt. Auf dem GPS ist kein Weg mehr eingezeichnet. Aber wo wir genau sind, wissen wir nicht. Wenn wir dem einen Mongol glauben, dann sind wir heute sehr weit gekommen. Und wenn wir dem anderen glauben, dann gar nicht weit. Mal schauen, wie der Weg morgen weitergeht. Zur Sicherheit machen wir einen Drohnenflug, um die Lage abzuchecken.
Nach 2 Fahrtagen über Hügel, Felder kommt ein Wald. Was nun? Schaffen wir die letzten Kilometer bis zum Kloster oder müssen wir die ganze Strecke wieder zurückfahren? Wir laufen den Weg zu Fuß ab, um die Situation der Breite und Höhe anzuschauen. Passt nicht ganz, aber nach uns können Fahrzeuge von 3,80 Meter ohne Probleme durchfahren. Nach 2, 3 mehr oder weniger professionellen Försterarbeiten und einigen Kratzer mehr haben wir es endlich geschafft. So viele Pferde wie in der Mongolei haben wir zuvor noch nie gesehen. Sie sind täglich unsere direkten Nachbarn. Heute ist es soweit. Wir fahren zu unserem schwer erarbeiteten Ziel, das Kloster Amar-Bayars Galant. Im Kloster der ruhige Glückseligkeit lebten um das Jahr 1900 mehr als 8000 Menschen in und um das Kloster herum. Leider fiel dieser Ort auch der Sowjetunion zum Opfer. Seit dem 1977 wird es mit Hilfe von UNESCO restauriert. Wir laufen hoch, um das Kloster und die Landschaft von oben zu bestaunen. Juhu, endlich wieder mal Teerstraße. Wir übernachten bei einem Steinhaufen. Ein Ovo ist ein Brauch des Schamanentum und werden für Verehrungszeremonien für Berg und Himmel verwendet. Während der Reise ist es Tradition, zu stoppen und 3-mal im Uhrzeigersinn zu umkreisen, um für eine sichere Reise zu beten. Freude auf die geteerte Straße ist leider nur von kurzer Dauer.
Wir fahren oft nur 20 km/h oder noch langsamer. Zwischendurch brauchen wir eine Pause, mitten im Nirgendwo. Im Hussein Naru Nationalpark wollen wir Przewalski-Pferde beobachten gehen. Leider lassen die sich nicht blicken. Dafür 3 richtige knuddelige Hirtenhunde. Am Tag sehen wir die 2 Maralhirsche, von denen wir die ganze Nacht die Paarungsrufe gehört haben. Die Hauptstadt von der Mongolei, Ulaanbaatar. In dieser Stadt leben die Hälfte der Bevölkerung, ca. 1,2 Millionen. Der Stadtkern ist typisch für eine Großstadt, mit Hochhäusern und modernen Gebäuden. Doch ein großer Teil lebt außerhalb, in den Jurten, in sehr ärmlichen Verhältnissen. Alle paar Jahre ereignet sich ein Katastrophenwinter, in dem Millionen von Tieren verenden. Die Nomaden verlieren ihr gesamtes Vermögen und retten sich in die Hauptstadt. Der Schritt zurück in das Nomadenleben wird selten gemacht. Das Kloster Choi Lama ist mitten in der Stadt und wirkt sehr winzig neben den Hochhäusern. Wir fahren zu unserem östlichsten Punkt, die Statue von Genghis Khan. Dieses wurde 2008 zum Anlass des 800. Jahrestages des Mongolischen Reiches zu Ehren des Gründers Genghis Khan gebaut. Diese makellose Stahlstatue wiegt über 250 Tonnen und ist 40 Meter hoch. In 1206 wird Genghis zum Khan aller Mongolen. Die großen Eroberungsfeldzüge der Mongolen beginnen in dieser Zeit. In seiner Blütezeit gehören zum Mongolischen Reich weite Teile Chinas, Korea, Indochina, Birma, Irak, Iran, Kleinasien, Russland, Polen, Ungarn sowie Teile Sibiriens und des Balkans. Mit dem Tod des Genghis Khan im Jahr 1227 beginnt der Zerfall des Reichs. Wir fahren wieder über die holprigen Schotterpiste zurück nach Ulaanbaatar. Nicht weit von der Stadt entfernt ist ein Erholungsgebiet und wir machen eine kleine Wanderung. Die Aussicht über die Hauptstadt ist beeindruckend.
Wir verbringen einen Tag in den verschiedenen Botschaften, um unser Mongolei-Visum zu verlängern und ein Russland-Transitvisum zu organisieren. Und wir bekommen nochmals Verstärkung aus der Schweiz. Meine Gotte Monika reist mit uns durch die Wüste Gobi. Wir freuen uns wahnsinnig auf die ersten Wüstenerlebnisse. Bis zum nächsten Mal in der Wüste Gobi.